Okay, today is a very special day. I have the pleasure to interview Serge Kahili King. Welcome, aloha, and willkommen, Serge. It's so nice to have you here. Thank you, aloha. I'm very pleased to be here. So we're going to begin, and let's just make it a good introduction. Then it's, we'll say, Almaku aloha mahalo e ho'umai kai ike ala ame ike ahui. So bless this day and bless this gathering. Okay, wonderful. So Serge hat einen Segen gesprochen und uns alle gesegnet und diesen Tag und unser Zusammensein. Serge, you are living in Hawaii and you are the most known expert and teacher and author of Huna. And I remember that Gloria, your wonderful wife, always says, you are a living wisdom book. Serge lebt in Hawaii und ist der bekannteste Experte, Lehrer und Autor von Huna. Und ich kann mich gut erinnern, dass seine Frau Gloria immer sagt, Serge ist ein lebendiges Wissensbuch. Serge, you have meanwhile built a worldwide network of Huna teachers and therapists, and I'm really proud to be part of it. And I want to thank you for all the work you do and did to bring Huna to a lot of people in the world. No, thank you. Serge hat ein weltweites Netzwerk von Therapeuten geschaffen und ich bin sehr stolz, Teil dieses Netzwerks zu sein und habe Serge dafür gedankt, dass er so viel Arbeit damit hatte, Huna in die Welt zu bringen. Serge, how many years have you been teaching and working with Huna so far? Well, actually began teaching when I came back from Africa, and that would have been in 1971. So, 50 years? I guess. Wow, that's impressive. Also, Serge unterrichtet seit 50 Jahren Huna und ich habe gesagt, das ist wirklich, wirklich sehr beeindruckend. There is an Hawaiian proverb, show your skills by surfing on the back of the wave. And what it means is what counts in Huna is that you show what you can achieve by using this knowledge. Es gibt ein hawaiianisches Sprichwort, das heißt, zeig dein Können beim Surfen auf dem Wellenkamm. Und was es bedeutet, ist, dass es im Huna darum gilt, was du mit Anwendung dieses Wissen alles erreichen kannst. And Serge, you are the best proof that Huna works, because in a few days you celebrate your 85th birthday and you are in a really good and healthy shape and you have a successful living in Hawaii. And many people can't believe that you are in your 80s. I know. So, yeah. Sometimes I find it hard to believe. Okay, that's good. So, ich habe Serge gesagt, dass er der beste Beweis dafür ist, dass Huna funktioniert, weil er feiert in einigen Tagen seinen 85. Geburtstag und er ist wirklich gesund und hat ein erfolgreiches Leben in Hawaii. Und Serge sagte, er kann es selber kaum glauben, dass er schon in seinen 80ern ist. Okay, Serge, I collected a lot of questions from my students and you accept to answer it. And now let's get into it. Okay. So the first question is, who decides in a Hawaiian family who becomes a healer? Oh, okay. Traditionally in Hawaii, children are given all kinds of games and tasks and are trained according to the skills that they show. Okay, so
Also ich habe ihn gefragt, wer in einer hawaiianischen Familie entscheidet, wer ein Heiler wird. Und Serge hat gesagt, traditionell werden die Kinder mit vielen Spielen beschäftigt und je nachdem, welche Fähigkeiten sie zeigen, werden sie entsprechend dieser Fähigkeiten trainiert. Okay. What is, in your opinion, when is a person a healer? Well, that's simple. A person is a healer when that person begins to heal. And there are many ways to heal. Also ich habe Serge gefragt, wann eine Person ein Heiler ist und er sagt, das ist ganz einfach, wenn die Person damit beginnt zu heilen. And you mentioned there are many ways to heal. Could you give a few examples? Well, of course, you can heal the body. You can heal the emotions. You can heal the way of thinking. You can heal not only with human beings, but you can heal the environment. You can, there's all kinds of things and ways to heal. Ich habe Serge gefragt, was es für Beispiele gibt, wenn Menschen heilen. Und er sagt, du kannst körperlich heilen, du kannst die Gedanken heilen, aber auch dich um die Umgebung und um die Umwelt heilend bemühen. Serge, at what point did you start to call yourself a healer and act like a healer? When I began to help individuals using the techniques that I had been taught. Also ich habe Serge gefragt, wann er sich selber als Heiler bezeichnet hat und auch als Heiler agiert hat. Und da hat er geantwortet, ab dem Moment, wo er begonnen hat, die Menschen zu unterrichten mit den Techniken, in denen er unterrichtet wurde. Do you sometimes have doubts about yourself? Well, that's a good question. Okay. Until I was 18 years old, yes. Then I joined the Marine Corps. And I learned never to doubt myself again. Well, I don't recommend that path, but I needed it. And so now I help others to stop doubting themselves using what I learned. The main thing I learned was to always praise myself for anything good I do, and to never criticize myself for anything not good. So instead of criticizing, I just change what I do. Okay. So, die Frage war, ob Serge manchmal an sich zweifelt und er sagte, bis er 18 war, hat er das getan. Dann hat er sich für den Marine Corps entschieden und ab diesem Zeitpunkt hat er aufgehört, sich zu kritisieren, sondern sich zu loben für jede Fähigkeit, die er hat. Es war ein harter Prozess, aber für ihn der richtige. Und er empfiehlt jedem, sich wertzuschätzen und darauf zu achten, was wir können und das, was uns nicht gefällt, zu ändern. How do I find out what special skills I have? For example, how do I find out what special healing skills I have? For example, healing hands and anything else. All right. Well, excuse me, anyone can heal with their hands, but you have to learn how. Now, first you learn the skills from someone, and then you apply those skills to help people or nature. The more skills you learn, the more choice you have to use what you like and to do better and do your best. Die Frage war, wie findet man heraus, welche Heilungstalente man hat? Und da sagt Serge, zuerst fängst du an, eine Technik zu lernen und dann probierst du die aus und je mehr Techniken du lernst, desto mehr
Fähigkeiten verfügst du und dann wird sich immer mehr herauskristallisieren, was deines ist. How do I get access to Huna rituals that I don't know yet or don't know about their possible applications? Well, you're going to have to do a lot of reading, and you'll find some things on my YouTube videos. And you can also ask Susanne. Of course. Who knows many of these, and she can teach you. Mhm. Die Antwort von Serge, wie man herausfindet oder wie man noch mehr Zugang zu Huna-Ritualen bekommen kann oder deren Wirkung. Er sagt, viel lesen, auf die Videos auf seinem YouTube-Kanal anschauen oder mich fragen. Another question is, at the moment, I have the impression that I know Huna on the surface, but there is much more. How are you still learning new things and how? I'm always learning something new, mainly by learning how from other people and what's being done and experimenting with what they teach and then testing new insights from that. Okay. So this is constantly happening. Mhm. Die Frage war an Serge, dass man im Moment das Gefühl hat, Huna nur auf der Oberfläche zu kennen und dass es da viel mehr gibt und ob Serge auch immer noch etwas dazulernt und wie. Und er hat gesagt, ja, weil er liest viel und vor allem probiert er Techniken von anderen aus und schaut auch, wie andere Menschen reagieren und natürlich beim Ausprobieren. Serge, do you believe in magic or is everything predictable when you take the right path and the right steps? Well, okay, there's a little more to that question was, you change your belief and then the situation changes. Yeah, that was let's talk about, first of all, we have to define magic. Mm-hmm. This doesn't mean the same thing to everyone. For me, magic is the result of adding mental and emotional energy to physical energy in order to accomplish something. Wait a minute, Serge, that I can keep trace with the translation. Die Frage war, ob Serge an Magie glaubt oder ob er sagt, wenn du die richtigen Schritte unternimmst, dann geschehen die Dinge automatisch, wie zum Beispiel du änderst dein Denken und damit ändert sich die Situation. Und er sagt, als erstes muss man definieren, was Magie ist. Und für ihn ist Magie, dass man emotionale oder mentale Energie kombiniert mit einer materiellen Energie. Okay. Now, nothing is predictable, but magic sometimes increases the odds of getting what you want. Also nichts ist vorhersagbar, aber Magie steigert manchmal die Rahmenbedingungen, sodass du das bekommst, was du möchtest. Now, for example, changing a belief is easy to say, but not necessarily easy to do. The result of doing that is not completely predictable. Es ist einfach zu sagen, dann ändere einen Glaubenssatz, aber es ist nicht einfach, den Glaubenssatz zu ändern. Und daher ist es auch nicht vorhersagbar, was sich daraus entwickelt. Okay. In your YouTube video, Serge, you hold a stick in your hand. Yes. What is the meaning of the stick? Okay. The stick is a wand. In Hawaiian tradition, it's common for a healer or teacher to carry a wand or a staff as a sign of status. As a sign of? Status. Ah, okay. Also in den YouTube-Videos von Serge könnt ihr sehen, dass er immer einen Stock in der Hand hat und dieser Stock ist für viele hawaiianische Heiler
ganz normal und das ist ein Zeichen des Statuses. Now, in my case, the wand is a specific length, and made of a specific material that creates an energy field and flow. Und in Serge seinem Fall hatte dieser Stock eine bestimmte Länge und der verbindet ihn mit einem Energiefeld, das gewährleistet, dass er immer im Flow ist. Und der Stock ist auch nicht nur besondere Länge, sondern auch besonderes Material. Now, this can be used to increase my own energy or be a tool for helping to heal someone else. Und dieser Stock kann seine eigene Energie verstärken, aber auch ein Werkzeug sein, um jemand anderem zu helfen. Now, that particular wand is a multiple of 5 inches long and is from a lightning-struck Kawila tree from Kauai. Also dieser besondere Stock ist 5 inches, you said, Serge? A multiple of 5. A multiple of 5. Also dieser Stock ist Vielfaches von 5 inches lang und ist von einem besonderen Baum von Kauai. For more information about the length and what it means, you can read the 8th chapter of Urban Shaman. Im 8. Kapitel vom Stadtschamanen findet ihr mehr über die Länge und die Anwendung dieses Stockes. When I have pain, Serge, is it always my pain or can it also be a pain from my environment or family or ancestors that I have taken or made it to my pain? Well, that part of it, when you have a pain, it's your pain. It might be influenced by someone else or something else, but it's still your pain. The thing about pain, whether it's mental, emotional, or physical, is that it's always an effect of mental, emotional, or physical resistance. Just a moment. Die Frage war, wenn ich Schmerzen habe, sind das immer meine Schmerzen oder können das auch Schmerzen sein von meiner Umgebung oder der Familie oder Ahnen, die ich übernommen habe oder zu meinem Schmerz gemacht habe? Und Serge sagt, wenn ich Schmerzen habe, sind es immer meine Schmerzen. Sie können beeinflusst werden von meinem Umfeld oder meiner Familie, aber es sind immer meine Schmerzen. Und Schmerz resultiert aus körperlicher, emotionaler, mentaler oder spirituellem Stress. No. What you do is find and eliminate or lower the resistance and the pain disappears. Das heißt, es ist wichtig, den körperlichen, emotionalen, mentalen oder spirituellen Widerstand zu lösen und damit wird auch der Schmerz sich verbessern oder sich auflösen. If we divide the body from head to toe in 3 areas, is there a keyword for each area that is useful to reflect on it in case of illnesses or pain? You can divide the body into as many areas as you like. And you can give each one a keyword name if you like. Also die Frage ist, wenn man den Körper in 3 Teile teilt, vom Kopf bis Fuß, ob es zu jedem Teil ein Schlüsselwort gibt, wo es nützlich wäre, darüber nachzudenken, wenn man krank ist oder Schmerzen hat. Und Serge sagt, du kannst den Körper in so viele Teile einteilen, wie du möchtest und ein Schlüsselwort dazu nehmen. And it's only useful if you can find a way to use it. Und es ist nur nützlich, wenn du dann einen Weg findest, es anzuwenden. In my book, Imagineering for Health,
I divide the body into 4 areas, Mhm. each related to resistance in different areas of life. Mhm. In seinem Buch Imagination für Gesundheit teilt er den Körper in 4 Bereiche ein und arbeitet damit. And it's been very useful to pinpoint and heal specific problems. Mhm. Und es ist sehr nützlich, um bestimmte Probleme auf den Punkt zu bringen und zu heilen. Now, in this system, the area from armpits to the top of the head relates to communication issues. Mhm. Also von Brustbereich bis zum Kopf, der Bereich sind Kommunikationsdinge. And from the armpits, armpits to the navel, it relates to love issues. Mhm. Und von Brust bis Nabel sind es Liebesdinge. From the navel to the hips relates to power issues. Mhm. Vom Nabel bis zu den Hüften sind es Power-Sachen, also eigene Stärke. Okay? Personal power. Personal Power, ja. Also die persönliche The area from hips to feet relates to change issues, problems with change. Und von den Hüften bis zu den Füßen geht es um Veränderungsdinge. And we found that very useful, but it's only one system. Mhm. Ja, thank you. When I do healing work, what can be the reason that for some people a physical issue, for example, back pain, resolves within a short time, and for others it takes longer or does not heal at all? And how can I achieve better healing results? Right, well, see, it's not all up to you. The problem is with the person, not your healing. Mhm. Some people, go ahead. Ja, die Frage war, wenn ich Heilarbeit mit jemandem mache, was kann der Grund dafür sein, dass bei manchen Menschen ein körperliches Problem, zum Beispiel Rückenschmerzen, innerhalb kurzer Zeit verschwinden und bei anderen es wesentlich länger dauert oder gar nicht heilt? Und wie kann ich bessere Heilergebnisse erzielen? Und Serge sagt, es ist nicht das Problem des Heilers, sondern der Person, mit der ich Heilarbeit mache. So some people have more difficulty letting go of ideas and feelings and memories and tension than others. Manche Personen haben mehr Probleme, Gefühle oder Anspannungen loszulassen und das beeinflusst den Heilungsprozess. We are ready? Yes. Yeah, okay. I was diagnosed with breast cancer a year ago. I finished several treatments and now I'm cancer-free. Should I mentally just assume that I'm healthy? Or what is a healthy attitude in this case? Okay. A healthy attitude would be to thank your body every day, or even more often than that, for being cancer-free. Also die Frage war einer Studentin, sie hatte vor einem Jahr die Diagnose Brustkrebs bekommen und hat mehrere Therapien hinter sich und ist jetzt krebsfrei. Und sie sagt, soll ich mental einfach davon ausgehen, dass ich jetzt gesund bin oder was ist eine gesunde Einstellung? Und Serge sagt, jeden Tag einmal oder auch öfter dem Körper danken, dass sie jetzt frei von Krebs ist. And also to do a lot of forgiving for any angry thoughts or memories you might have stored away. Und dann auch noch Vergebungsarbeit machen und ärgerliche Gedanken verändern. Good. I recently had shared a
Blankovergebung ritual on my YouTube channel. So that could be very helpful for that. Yes, that's right. Ja, ich habe kürzlich eine Blankovergebung-Ritual auf meinem YouTube-Kanal geteilt und das ist sehr nützlich in diesem Fall. Is there a soul plan for my life? Is my life path already planned at birth and therefore also my vocation or life task? Also gibt es einen Seelenplan für das Leben? Ist mein Lebensweg schon bei der Geburt geplant? Oder auch meine Berufung und Lebensaufgabe? If that were true, there would be no reason for living. Wenn das wahr wäre, dann gäbe es keinen Grund zu leben. Much less making plans for anything or trying to make anything better. Oder irgendwelche Pläne zu machen oder irgendetwas besser zu machen, wäre dann sinnlos. My point of view is that we are creating our life every day. Also im Serge seine Ansicht ist, dass wir unser Leben jeden Tag neu gestalten. And it's up to us to make those days good or bad. Und es liegt an uns, ob wir jeden Tag gut oder schlecht machen. We cannot control what happens. Wir können nicht kontrollieren, was passiert. But we can control what we do about what happens. Aber wir können kontrollieren, was wir dafür tun, damit Dinge passieren. We are not puppets. We are free-thinking beings. Ja, wir sind keine Handpuppen, sondern wir sind Menschen mit freiem Denken. I am particularly interested in the concept of self-mastery in Huna. What are the most important aspects to anchor in everyday life? Also mich interessiert besonders die Selbstmeisterschaft im Huna und was sind die wichtigsten Aspekte, die ich in den Alltag integrieren sollte? Very simple. Love, compassion, self-confidence, and self-esteem. Es ist sehr einfach. Liebe, Leidenschaft, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. How can I effectively and easily strengthen my self-confidence and mana to come into my inner power? And how did you proceed concretely? Wie kann ich mein Selbstvertrauen und Mana effektiv und einfach stärken, um in meine innere Kraft zu kommen? Und wie bist du konkret vorgegangen? You strengthen your self-confidence by frequently thanking and praising your mind, your body, and your spirit for the good they do. Das Selbstvertrauen stärkt man, indem man kontinuierlich dem Körper, Geist und der Seele dankt für das Gute, was sie machen. And you absolutely refuse to criticize yourself. Und du weigerst dich in allen Bereichen, dich selber zu kritisieren. If there's something about yourself that you don't like, or that you think isn't good as it could be or should be, well then you put all your efforts into changing it without criticism. Und wenn es etwas gibt an dir, was dir nicht gefällt, dann nimm alle deine Energie und verändere es. Aber niemals kritisiere dich. Okay. Now, as for strengthening your mana, your inner power, that involves increasing your knowledge, strengthening your body, building up your charisma by connecting with the power around you. Also um dein Mana zu vergrößern, ist es wichtig, körperlich, an der Körperstärke zu arbeiten. What was the first thing, Serge? The first thing was increasing your knowledge. Und dein Wissen zu erweitern
und dein Charisma zu steigern, indem du mit den Kräften in deiner Umgebung in Verbindung gehst. Mhm. I mean, remember, mana is not just energy. Denk daran, Mana ist nicht nur Energie, It is power and influence. es ist Power und Einfluss. The more this is oriented toward the good of others, as well as yourself, the more powerful and influential you become. Mhm. Und je mehr dein Mana ausgerichtet ist auf das Gute, desto mehr Einfluss und Stärke bekommst du. Mhm. Which effective ways do you use to work with your Laakea or that of your clients? Oh, okay. What I do is to be aware of it, this field of my own field of energy around me. Mhm. I'd be aware of it. I practice extending it to increase my awareness. Mhm. Feel it. Okay, go ahead. Die Frage war, was Serge macht, mit seinem Laakea oder das seiner Klienten. Und Serge sagt, das Wichtigste ist, sich seines Laakeas, also seines Energiefeldes bewusst zu sein und es zu vergrößern und auszubreiten. Okay. And so you fill it with what I believe is useful and good. When I share it or use it to communicate with people and places and things who can use it for their own good. Mhm. Also er füllt sein Laakea mit Dingen, von denen er denkt, dass sie nützlich sind, und dann teilt er auch sein Laakea mit anderen für Heilung. Okay. There was another question in there. Ja, with the Laakea of your clients. Just before, okay. Which effective ways do you use to work with your Laakea or that of your clients? I don't know. What are some effective ways to develop self-confidence as a healer? Oh, wonderful, Serge. I missed that question. So we are ready. We are finished with the Laakea question? Yes. Okay, so then we do the other one. What are some effective ways to develop self-confidence as a healer when you are younger than most clients? Also sind effektive Wege, um Selbstvertrauen zu entwickeln als Heiler, wenn die Klienten jünger sind? Forget about your age. What matters is what you can do to help people. Aha, also vergiss dein Alter. Was wichtig ist, was du tun kannst oder anbieten kannst, um die Menschen zu heilen. So very simple. Yes. Mm-hmm. Why are people in the world that behave like evil and be cruel? In the large sense, rulers, or in the small sense, family members, neighbors? Also warum gibt es Menschen in der Welt, die sich benehmen wie Teufel und sich böse verhalten und grausam sind, im weitesten Sinne Regierende und im engeren Sinne Familienmitglieder oder Nachbarn? The people who do this are filled with fear. Die Menschen, die das machen, Entschuldigung, die Menschen, die das machen, sind mit Angst gefüllt. And they hurt others as a way of feeling important and powerful. Und sie verletzen andere, um sich wichtig und kraftvoll zu fühlen. For more information on this, I suggest you read my article, Power Hits and Love Bites, the article section of our website. Ja, um mehr darüber zu wissen, hat Serge einen Artikel geschrieben über Power Hits and Love Bites, und der erklärt sehr anschaulich die Thematik. Okay. I can put a link on my video description to Good. this article. Yeah, I know it. Also ich werde einen Link
in der Videobeschreibung zu diesem Artikel einstellen und dann könnt ihr ihn lesen. How do I manage to see my fellow human beings as brothers and sisters when they are aggressive, full of anger or show disrespect? Also wie kann ich es schaffen, meine Mitmenschen als Brüder und Schwestern zu sehen, wenn sie aggressiv, voller Wut sind oder respektlos? All right. If you only look at those who are aggressive, full of anger, and show disrespect, that's all you're going to see. Wenn du dich nur auf diese Menschen konzentrierst, ist das, was du sehen wirst. There are far more people who are peaceful, full of love, and respectful. Es gibt viel mehr Menschen, die voller Liebe und Frieden und Respekt sind. But they seldom make the news. But, You seldom hear about them. Okay, aber du wirst selten von ihnen hören, weil sie nicht in den Nachrichten kommen. As for myself, the only ones I see as brothers and sisters are my blood brothers and sisters. Aha, also Serge hat die Haltung, nur die als seine Brüder und Schwestern zu sehen, die seine Blutsverwandten sind. The majority of the rest I see as friends. Und die Mehrheit der Menschen sieht er als Freunde an. And the rest I try to heal. Und den Rest, den versucht er zu heilen. That is a wonderful way to do it. Yeah. Since summer, I have no contact with my brother-in-law and his children. I stopped the contact on my part after big quarrels. How can I achieve a state of inner peace? Also ich habe keinen Kontakt mehr seit Sommer zu meinem Schwager und seinen Kindern. Nach heftigen Streitereien habe ich den Kontakt eingestellt. Und wie kann ich jetzt einen Zustand von innerem Frieden erreichen? What's very helpful is to practice using La'akea to create your own peace and surround the others with peace. Was sehr nützlich ist, ist dein eigenes La'akea zu verwenden, um Frieden zu gestalten und die anderen mit diesem La'akea einzuhüllen. And while giving them permission to be what they are, to do what they do. Und den anderen die Erlaubnis zu geben, zu sein, wie sie sind und zu tun, was sie tun. The benefit is that in giving up, resisting who they are and how they act, this helps you achieve a state of inner peace. Und das Geheimnis ist, wenn du diesen Widerstand aufgibst, dass der Schwager so ist, wie er ist, dann ist es dir viel leichter, diesen Zustand von innerem Frieden zu erreichen. I didn't say it was easy, though. Er sagte nicht, dass es leicht ist. But within the days, it's getting better. And to use your La'akea to create peace, would you fill it with symbol, for example, Serge? That's a good question. It all depends on what helps you. Okay. Because what I like to do is give it a color and a purpose. Okay. Ich habe Serge gefragt, wenn er mit seinem La'akea Frieden gestalten will, ob er es mit Symbolen erfüllt, und dann sagt er, ja, das ist eine gute Idee, und er arbeitet auch gern mit Farben, aber wo immer du die stärkste Resonanz zu Frieden hast, nimm das, und es ist ganz wichtig, ihm eben auch dieses Ziel zu geben, Frieden zu erzeugen. What is a good way for dissolving very, very persistent resistance? Was ist ein guter Weg, um sehr, sehr hartnäckigen Widerstand zu lösen?
Well, that depends on what kind of resistance it is. Das hängt davon ab, welche Art von Widerstand es sich handelt. We're assuming it's your resistance that we're talking about. Yes, wir gehen davon aus, dass es mein Widerstand ist, über den wir sprechen. If it's mental resistance, you can change your mind. Wenn Or, es gedanklicher Widerstand ist, dann kannst du deine Einstellung ändern. or review your rules about how other people should behave. Oder deine Regeln überarbeiten, wie andere Menschen sich zu verhalten haben. If it's emotional resistance, that takes a lot of forgiving. Emotionaler Widerstand benötigt viel Vergebungsarbeit. And like I just said, giving them permission to be what they are and do what they do. Und wirklich die Erlaubnis erteilen, dass die Menschen so sind, wie sie sind und tun, was sie tun. The path of Aloha is the path of less resistance. There's one before this. 23. How can I create real peace within me in a very fast way? Oh, it was a good idea to send you the questions ahead, Serge. Yes. Also wie kann ich sehr schnell inneren Frieden herstellen? All right, super fast self-development. There is a way. You bring yourself completely into the present moment. Es gibt eine Möglichkeit, du bringst dich ganz intensiv in den jetzigen Moment. And you do that with sight, sound, and touch. Und du machst das mit Berührung, mit Geräuschen und mit Dingen, die du anschauen kannst. And then you complement all the good things you see, you hear, and you feel. Und dann gibst du Komplimente an all die guten Dinge, die du siehst, hörst oder fühlst. And that's a way to create that peace very quickly. Und auf diese Art und Weise kannst du diesen Frieden sehr schnell erreichen. But it requires focusing on that and not the things that bother you. Aber es ist dafür erforderlich, dass du dich wirklich auf das, was du siehst, hörst und fühlst, konzentrierst und nicht darauf, was dich stört oder plagt. This is a wonderful idea, Serge. Yeah. The path of Aloha is the path of less resistance. How does one come to the state of Aloha with extremely difficult people or situations? Well, you don't seek the state of Aloha. Der Weg von Aloha ist der Weg von wenig Widerstand. Wie kann jemand mit extrem schwierigen Personen oder Situationen diesen Zustand von Aloha erreichen? Serge hat gesagt, es geht nicht um das Erreichen des Zustandes. And what you do is act with Aloha. Also du gestaltest mit Aloha. And I've already given some ideas about this. Und da wird er jetzt einige Möglichkeiten zeigen. So you act with Aloha, and would you give some examples, Serge? Well, even putting la'akea around someone to help them be peaceful, even doing healing work, even complimenting what's good in your environment. This is all Aloha. Also im Sinne von Aloha agieren heißt, Komplimente an das Gute zu geben, dein La'akea für Frieden zu benutzen oder Heilarbeit zu machen. So all these things help to come to a state of Aloha. You don't come to a state of Aloha. You act with Aloha. You act with Aloha, and then you can provide more Aloha. That's right. And you feel more Aloha. And we feel more Aloha. But you don't reach a non-changing state. Okay.
Also Aloha ist ein Weg und beim Agieren mit Aloha können wir immer mehr Aloha geben und empfangen und nicht in diesem Zustand von Aloha sein, sondern mehr Aloha geben. So we provide more Aloha. It's not the state. It's we provide more for ourselves and for everything else. yeah. So here you are, walking down in your house, and you stub your toe. That doesn't feel very peaceful. Yeah. But you act with aloha to heal your toe, and you feel better. Wenn du zum Beispiel jetzt in deiner Wohnung umhergehst und deinen Zeh anschlägst, dann ist das keine friedliche Aktion, aber du agierst mit Aloha, um deinen schmerzenden Zeh wieder zu heilen. So feeling aloha is not something you reach, that you can stay in. Und Aloha zu fühlen, das ist kein Status, den man erreicht und dann ist der unveränderbar und man hat ihn immer, sondern man agiert immer wieder neu mit Aloha. You can learn to act with aloha most of the time. Aber wir können lernen, mit Aloha zum Großteil in diesem Aloha-Gefühl zu agieren. It's an activity. Aber dann ist es Aloha eine Aktivität und kein Status, den man erreicht. So it was good to make this clear. Es war gut, das nochmal ganz klar zu machen. How do I manage to bring Ku, Lono and Kane in harmony? Sometimes when I'm in a very good mood, my body has complaints or vice versa. Okay, this is going to take a bit. Oh, let me translate it, Serge. Wie schaffe ich es, Ku, Lono und Kane in Einklang zu bringen? Manchmal, wenn ich sehr gut gelaunt bin, hat mein Körper Beschwerden oder umgekehrt. So, Okay. your turn. Kane is your spiritual consciousness. Kane ist dein spirituelles Bewusstsein. No problem there because it's pure aloha. Da gibt es keine Probleme, weil es reines Aloha ist. The most popular way to connect with it is by meditation or contemplation. Der einfachste Weg, einen Kontakt mit Kane herzustellen, ist über Meditation oder Kontemplation. Lono is your mind or your mental consciousness. Lono ist dein mentales Bewusstsein. Problems there come mainly from your rules about life. Wenn du hier Probleme hast, kommt das meistens von deinen Regeln über das Leben. Yeah. Also people, places, things, your rules about those. Und natürlich auch deine Regeln über Menschen, Orte und so weiter. You can examine your rules and change the ones that aren't working for you. Du kannst deine Regeln überdenken und die verändern, die sich als nicht praktikabel oder als nicht gut für dich erwiesen haben. Now, Ku is your body consciousness. Und Ku ist dein Körperbewusstsein. Now, problems there come from resisting feelings that come from ideas, thoughts, experiences, and memories. Und Probleme mit dem Körper kommt von Widerstand, von Erinnerungen, Gefühlen und Ähnlichem. So, you can help change those feelings by relaxing physical tension. Und du kannst diese Gefühle ändern, indem du körperliche Spannung löst. Giving your body what it needs in the form of breathing and movement and hydration. Und deinem Körper gibst, was er braucht, in Form von Trinken oder Atmen. And by changing your mind about things you don't like. Und dein Verstand oder dein Bewusstsein zu ändern über Dinge, die du nicht magst.
So if you're feeling good and your body hurts, you need to help make your body happy. Wenn du dich gut fühlst und dein Körper Schmerzen hast, dann braucht dein Körper Hilfe, um sich glücklich zu fühlen. Okay. What comes after death from a Huna perspective? Where do we go? Do we see our friends again? Also It's a very good question. Okay, go ahead. Ja, was kommt nach dem Tod? Wo gehen wir hin? Sehen wir unsere verstorbenen Freunde wieder? It's a very good question with no good answer. Das ist eine gute Frage mit keiner guten Antwort. Every culture, religion, philosophy, and those with people who say they've experienced a near-death experience, they have their own ideas. Jede Kultur, Philosophie oder auch Nahtoderfahrene oder Menschen mit Nahtoderfahrungen haben ihre eigene Idee darüber. Now, in our Huna practice, when a person or persons die, Also we have a ritual. In unserer Huna-Praxis, wenn jemand verstorben ist, gibt es ein Ritual. We have a ritual to go to a place in the inner world to help them cross over. Wir haben ein Ritual, zu einem Platz zu gehen in der inneren Welt und der Person zu helfen, hinüberzugehen in die andere Welt. And there's usually an experience with those who have passed. Und es ist gewöhnlich die Erfahrung mit denen, die verstorben sind. Some kind of interaction. Dass es da eine Interaktion gibt. But that doesn't mean it's what happens to everyone. Aber das heißt nicht, dass jeder diese Erfahrung macht. It's one way of working with the situation. Es ist ein Weg, mit dieser Situation zu arbeiten. But be patient. Aber sei geduldig. You'll find out one day. Und du wirst es eines Tages herausfinden. Ja. And what I think it's very helpful to find a picture that makes you happy in life about this. Sure. Ja, also was ich sehr hilfreich finde, ist ein Weltbild zu gestalten über den Tod, das dich glücklich leben lässt. Sure. So I just suggest that if you're going to use one particular system to believe in, make it a good one. Also wenn du ein System benutzt über den Tod, dann wähle ein gutes System. Ja. Because everything that everyone says about it while they're alive is made up. Weil es ist alles, alles, was irgendjemand über den Tod sagt, ist künstlich erzeugt, weil sie haben die Erfahrung noch nicht gemacht. So Ja. make up a story that helps you feel good. So erfinde eine Geschichte über den Tod, die dich gut fühlen lässt. Okay. What happens after death with Ku, Lono and Kane? Well, in our teaching, they are forms of consciousness that compose your whole spirit. Also was passiert nach dem Tod mit Ku, Lono und Kane? So in unserem System. So it's like I just said, the fact is we don't know what happens after death. So make up a good story. Wir wissen es nicht, so mach eine gute Geschichte. And what we know, Serge, is that Ku, when you see it as the body, it goes back to earth. But Ku is not the body. It's more. Ku is the body consciousness. Yeah. That's not the same thing. Yeah. Yeah. So your spirit, we think, maintains itself in all three aspects. Also so, die Idee ist, dass sich der Körper wieder selber zusammenfindet mit allen drei Aspekten,
Aber auch das ist nur ein Gedankenmodell. At the moment, many people are talking about a time of change towards a new age. Do you see these theories from, how do you see these theories from a Huna point of view, and what can we do as individuals? Also im Moment sprechen viele Menschen von einer Zeit des Wandels hin zu einem neuen Zeitalter. Wie siehst du diese Theorien aus Sicht von Huna und was kann jeder Einzelne tun? From a Huna point of view, you have to look at the world more closely. Also von einer Huna-Perspektive musst du die Welt näher betrachten. If you read a lot of history, you'll find that this idea of coming into a new age is very, very old. Mhm. Wenn du Geschichtsbücher liest, dann wirst du herausfinden, dass diese Idee, in ein neues Zeitalter zu kommen, sehr, sehr alt ist. It's even older than the Bible. Es ist sogar älter als die Bibel. Which is about that too. Und in der Bibel wird auch über dieses... You'll find, if you look well, that we are always in a time of change. Mhm. Wenn du genau hinschaust, befinden wir uns immer in einer Zeit der Veränderung. A lot of people are addicted to concepts of beginnings and endings. Mhm. Viele Menschen sind süchtig nach Konzepten von Anfang und Ende. And the idea of someone or something fixing what isn't working. Und die Idee, dass irgendjemand es wieder richtigstellt, was nicht gut funktioniert. The Huna view is based on ancient Hawaiian view. Und die Huna-Perspektive ist basiert auf der alten hawaiianischen Perspektive, That we are always living in the present. dass wir immer in der Gegenwart leben. What's done is done. Und was getan wurde, ist erledigt. What hasn't happened, hasn't happened. Und was noch nicht geschehen ist, ist noch nicht geschehen. Neither the past nor the future exist in any real sense. Weder die Vergangenheit noch die Zukunft existiert wirklich. So as individuals, we make the best of what we have and do our best to make it better. So als Individuen machen wir das Beste daraus aus dem, was wir haben und tun alles, um es besser zu machen. This is a question related to this topic. People say we are now in the 5th dimension. How will the earth and humans change, and to what extent can we contribute ourselves? Also man sagt, wir befinden uns jetzt in der 5. Dimension. Wie werden sich die Erde und die Menschen verändern und inwieweit können wir selber dazu beitragen? You must realize people say, well, a lot of things. That doesn't mean they're true. Aha. Leute sagen viel und das heißt aber nicht, dass es wahr ist. We don't know how the earth and humans will change. Wir wissen es nicht, wie die Erde und die Menschen sich verändern werden. As I mentioned before, what we can do is make the best of what we have and do our best to make it better. Was Serge vorher schon gesagt hat, das Beste daraus machen, was wir haben und alles, was wir können, dazu beitragen, dass es besser wird. What does Huna say about the destruction of our Earth by humans, the loss of biodiversity, climate change, and the exploitation of the Earth? From Huna point of view, are there possibilities for harmonizing or balancing in order to be able to set positive healing impulses? Was sagt Huna über die Zerstörung unserer Erde durch den Menschen, den Verlust der Artenvielfalt, den Klimawandel und die Ausbeutung der Erde? Gibt es aus Hunas Sicht Möglichkeiten zur Harmonisierung, um positive Heilungsimpulse zu setzen? Well, modern archaeology and geology indicate that the Earth and its inhabitants have gone through numerous tremendous changes
Die Erde und die Menschen sind durch ganz, ganz viele enorme Veränderungen gegangen. And from what's been discovered, it involves apparently worldwide destruction, loss of biodiversity, climate change, and even perhaps the exploitation of the earth. Und das hat all diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, hervorgerufen. From a Huna point of view, though, there are always possibilities for harmonization or balancing. Von der Huna-Perspektive gibt es immer Möglichkeiten zu harmonisieren. In order to be able to set positive healing impulses. Positive Heilungsimpulse zu generieren. Again, we just have to do the best we can. Okay, es geht einfach darum, das Beste zu tun, was wir können. Ja. When we discharge our tension, stress, anger, fear through our feet into the earth for transformation, doesn't that weaken the earth? Also wenn wir unsere Spannungen, zum Beispiel Stress, Wut oder Angst, durch unsere Füße in die Erde entladen, um sie zu transformieren, schwächt das die Erde nicht? Well, we actually discharge our tensions through our auras into the earth, not just through our feet. Our whole energy field extends out the effect of how we're feeling and what we're doing. Also wir geben nicht nur unsere Spannungen über die Füße in die Erde, sondern über unser ganzes Energiefeld. Now, yes, that can affect weather, earthquakes, volcanic eruptions, but take a good look at the world as a whole. Also das kann zum Beispiel Eruptionen oder Earthquakes verursachen, aber schau die Welt als Ganzes an. It's really big. Sie ist echt groß. And it's mostly underwater. Und der größte Teil ist unter Wasser. So our feelings and tensions have some effect, but it's far from planetary. Aha, so unsere Gefühle und unsere Spannung hat einen kleinen Effekt, aber weit entfernt von solchen Dingen wie Erdbeben. And if there are a lot of people who are upset with bad feelings, that will affect especially places where there are earthquake faults. Wenn es jetzt eine ganze Ansammlung von Menschen mit schlechten Gefühlen gibt, das beeinflusst vor allem Plätze, wo Earthquakes möglich sind. Which includes most of the major cities of the earth. Und dazu zählen die größten Städte der Welt. Volcanic activity. Vulkanaktivität kann davon betroffen sein. Which is also close to many cities on the earth. Die Vulkane sind ja oft auch in der Nähe von Städten. And weather. Und natürlich kann das Wetter beeinflusst werden. This doesn't weaken the earth, but it looks like it probably irritates it. Das schwächt nicht die Erde, aber es sieht so aus, als ob sie die Erde irritiert. But a single asteroid could have more effect than all the humans who have ever lived. Aha, aber ein einziger Asteroid kann mehr Auswirkungen auf die Erde haben als alle Gefühle der Menschen. So don't let your own individual tensions take credit for what's happening. Also nimm nicht deine eigenen Spannungen dazu her, um zu sagen, das ist die Begründung für das, was passiert. Ja. What benefits do we have from blessing our food? Welchen Nutzen haben wir vom Segnen unserer Nahrung? When we bless something, we're increasing its goodness. Wenn wir etwas segnen, dann vergrößern wir das Gute darin. And that can have a positive effect on our health and well-being when we use that food. Und das kann einen positiven Effekt on unsere Gesundheit und unser Wohlgefühl haben, wenn wir das machen. Okay?
At night, I sometimes have a strong negative feeling connected with an image about unpleasant things in my environment. Most of the time, this hunch comes true. I try to relax and change the focus, but then I feel great resistance. How can I deal with this information in a healing way? I can suggest a couple of things that have worked for myself and for others. Also ich habe manchmal nachts ein starkes negatives Gefühl verbunden mit einem Bild über unangenehme Dinge in meiner Umgebung. Meistens bewahrheitet sich diese Vorahnung. Ich versuche mich zu entspannen und den Fokus zu ändern, doch dann spüre ich großen Widerstand. Wie kann ich heilend mit dieser Information umgehen? Und Serge empfiehlt etwas, das schon bei vielen funktioniert hat. Because I and these others, we have felt those things. Jeder hat solche Wahrnehmungen. So, what I suggest, what has worked, you again become aware of your aura, lock it up, Du machst dir deine Aura bewusst, füllst sie mit Liebe. And extend it into the environment. Und dehnst es aus in deine Umgebung. Whether it's inside or outside. Ob es jetzt im Haus ist oder in der Natur, egal. I will often make it a beautiful green that I associate with love. Serge macht gerne ein schönes Grün, weil das mit Liebe verbindet. But fill it with whatever gives you the best peaceful, loving feeling. Aber fülle es mit was immer für dich das beste, friedliche, liebende Gefühl gibt. Now you do this every day or whenever you think about it. Und mach es immer oder wenn immer du daran denkst. In the place that we're talking about. An dem Ort, um den es geht. Now, that's one thing. Also das Another ist thing eine Sache und eine andere. Is to get an image of the eye of Kanaloa. Das Auge des Kanaloa. Serge zeigt es hier, dieses hawaiianische Symbol. You can probably get this image from Susanne, or I'll send you one if you don't have one. Yeah, I have one, Serge, so people can email me. Because this is a symbol that radiates energy of harmony. Also du kannst dieses Symbol nehmen, weil das sendet diese Energie von Harmonie aus. The simplest way is to print them out on paper and put one on each wall. Der einfachste Weg ist es auszudrucken und es an jede Wand zu hängen. Now, this has often changed environmental energy overnight. Es ist schon oft passiert, dass es die Energie der Umgebung über Nacht verändert hat. But leave them up as long as you like. Also lass es hängen, solange du möchtest. And you can even put some color in them to make them prettier. Und du kannst sogar Farben dazufügen, um es noch schöner zu machen. But it will start to harmonize the energy of the place you're in. Und es harmonisiert wirklich die Energie an dem Ort, an dem du bist oder um den es geht. Ja, I often use this search and I always had good results with this symbol. Yeah, yeah. Kala says, there are no limits. What was your greatest experience with this rule? Kala sagt, dass es keine Grenzen gibt. Was war deine beste Erfahrung mit dieser Regel? There have been so many experiences, but I'll have to say the greatest for me was marrying the woman of my dreams. Also Serge hat so viele gute Erfahrungen damit gemacht, aber die allerbeste war, dass er die Frau seiner Träume geheiratet hat. Yeah. And you are still living with Gloria. Oh, yes. And having fun together. That's right. Und er lebt immer noch mit Gloria zusammen und sie haben beide sehr viel Spaß aneinander.
Last question, Serge. So we nearly made it. Do you have a favorite exercise? Yes, actually. Yes, also ob Serge eine Lieblingsübung hat. My favorite exercise is yard work. Artwork? Yard. Ach, Yard. Yard work. Yard work. Cleaning up the yard, fixing the yard, helping the yard. Gartenarbeit, also was auch immer, Unkraut jäten und so weiter. Because while I'm working in our yard, which we have a big yard, while I'm working in our yard, I can walk, lift, carry, bend, squat, breathe more deeply, hydrate by drinking water, move every part of my body, and enjoy the beauty while helping the plants. Also and creating harmony. Gartenarbeit, weil da kann er seinen Körper in jede Richtung bewegen, knien, sich strecken, tief atmen, trinken und die Schönheit der Natur bewundern und somit Harmonie gestalten. Wonderful. Yes. So we answered all the questions, Serge. Wow, that's great. Wow, we are great. Yes. Yeah, so thank you so much, Serge, for sharing your wisdom. That's a pleasure. And I have to say, trust your power deep within. That could be the conclusion with aloha from our interview. Also vielen, vielen Dank, Serge, und glaube an die Kraft in dir und du kannst Dinge verändern mit Aloha. So we are never helpless. We can be part of a positive change and we can bring more Aloha to our life and to the life of others. So wir sind nie hilflos. Wir können immer Teil einer positiven Veränderung sein und mehr Aloha in unser Leben und in das von anderen bringen. So, you have the last word, Serge. Aloha, ahui ho. Aloha and ahui ho. Blessings. Until we meet again. Until we meet again, and blessings to all of you for health and happiness and trust and lots of aloha. So, goodbye und bis wir uns wiedersehen und Segen für Gesundheit, Glück und Vertrauen und ganz, ganz viel Aloha. So, Selle, hang loose, enjoy life, have fun, and Selle, have the most wonderful birthday celebration next week, Serge. Thank you. And lots of greetings to Gloria. I will do that.